Da steht jetzt ein kleines Rennauto, ein Type A, ein Honda. Und der Max Schumann ist schon eingestiegen und sie werden noch eine kleine Probefahrt machen. Sie haben nämlich einiges geändert heute. Guten Morgen, Max. Hi. Ja, ist schon Mittag mittlerweile. Ja, Zeit fliegt bei so einem Testtag, das stimmt. Ja, du hast eine spezielle Haube an. Was kann die? Das ist jetzt feuerfest, ist Vorschrift bei uns halt. Die ganze Kleidung, muss alles feuerfest sein oder flammenhemmend. Da gibt es so extra Normen dafür. Ja, aber ist alles Gewöhnungssache. Sag mal, das Auto hat eine Straßenzulassung, richtig? Ja, das Auto hat eine Straßenzulassung. Also es gibt besondere Motorsportzulassung, die wir halt alle machen müssen. Ist auch nicht ganz günstig und nicht ganz einfach, aber wenn man halt fahren will, muss man es halt machen und dann muss man da halt durch. Man darf aber nicht ganz normal damit fahren, oder? Das heißt zur Disco oder so? Du darfst zu Probe- und Einstellzwecken fahren und halt im Rahmen der Veranstaltung, ne, zur Veranstaltung hin oder was alles damit zu tun hat. Das darf man alles fahren. Und ich glaube 30 Kilometer um den Wohnort darf man auch halt, wenn Probefahrt machen will oder sowas. Aber sonst ist die Nutzung etwas eingeschränkt. Okay. So, du machst jetzt eine Probefahrt, die hat einiges jetzt verändert? Ja, Kleinigkeiten verändert, sag ich mal, halt Setup-Sachen und da sind wir noch am Experimentieren, sagen wir mal. Also wir sind schon relativ gut, aber wir ändern immer noch so ein paar Kleinigkeiten und jetzt wollen wir halt mal testen, was ausmacht. Super, ja, dann fahren wir los. Es gibt ja keinen Startknopf hier, oder? Doch. Wo denn? Da. Genau, warte mal. Ob ich es hier eingefangen kriege? Ich komme mal kurz auf die andere Seite, warte mal. So, wenn du mal gerade so lieb bist, mir die Tür mal gerade aufmachst. Dankeschön, dass ich mal kurz reinkommen kann mit der Kamera. Das ist der Startknopf. Zündung an, aus. So. So, das heißt, ihr fahrt jetzt rund eine halbe Stunde weg. Ja. Viel Erfolg! Ja, es ist fast komplett zerlegt. Ja, die Leute sind sogar unterm Auto drunter. Hier wird schwer geschraubt. Und hier vorne ist ein Motor, der war eben schon noch ein Stückchen weit auseinander. Hier ist jemand, der betreut das Auto. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, ich bin der Benjamin Schmidt, komme aus Losheim. Fahre schon seit einiger Zeit Rallye und der Test hier ist perfekt, um das Auto ein bisschen einzustellen, kennenzulernen und sich auf die neue Saison vorzubereiten. Was ist denn das für ein Auto? Das ist ein Citroën C2, praktisch selber aufgebaut. Und steckt viel Arbeit drin. Ja, man sieht so ein bisschen, die sind unglaublich robust. Ist das jetzt ein Vierradangetriebenes Fahrzeug? Nee, das ist noch ein Frontantrieb. Frontantrieb. Hat das Nachteile? Ja, jetzt wo es hier so schmierig ist, ist schon Allrad mit Sicherheit nicht schlecht, aber es macht doch so Spaß. Er ist sehr leicht? Ja, schon. Könnte immer leichter sein, aber für ein Rennauto, der Käfig, die Sicherheit geht natürlich vor. Das ist noch ziemlich viel Gewicht, aber es ist nichts mehr drin, was nicht drin sein muss. So, wir gucken mal kurz rein. Also hier gibt es kein Radio mehr, oder? Nee, nicht unbedingt. Wie gesagt, nur das Nötigste drin. So, hier vorne sind so ein paar Schalter, die dran sind. Ist das ein normales Getriebe drin? Nee, das ist ein sequenziell geschaltetes Getriebe. Das heißt, ich kann auch ohne Kupplung schalten und muss im Prinzip nur wie bei der Automatik im Prinzip Hebel ziehen zum Hochschalten und drücken zum Runterschalten. Die ist aber noch da, die Kupplung? Die ist noch da. Also zum Anfahren braucht man sich schon noch, nur halt der eigentliche Gangwechsel, der funktioniert ohne Kupplung. Ja, vorne hat man spezielle Sitze, die dabei sind. Es gibt einige Reglementarien, die natürlich die Sicherheit vorschreiben. Was ist hier vorgeschrieben in der
hart. Ja, also wie gesagt, Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Wie gesagt, es gibt Schalensitze, auch mit Ohren oben, um im Prinzip den Kopf zu schützen. Wir haben 6-Punkt-Gurte, Hans, also ein System, was beim Frontaufprall quasi schützt. Und wie gesagt, der Käfig ist auch schon sehr sicher ausgelegt. Also Sicherheit geht wirklich vor. Hier sind so ein paar Sachen, die mich wirklich ziemlich interessieren. Unter anderem ist hier ein Schraubenhalter überall drin. Ist das so serienmäßig? Ja, das sind so die kleinen Gimmicks, die man sich so mit der Zeit aneignet, dass man nicht immer die Radmuttern suchen gehen muss. Deshalb ist so eine Schale. Das sind so kleine praktische Sachen. So, die Scheibe, ist das Kunststoff? Die ganzen Scheiben bis auf die Frontscheibe sind aus Makrolon, ja, spart auch alles Gewicht. So, wenn wir uns hier mal so eine Bremse mal anschauen, ist das eine Serienbremse von dem Auto? Nee, nicht mehr ganz. Also das ist inzwischen auch alles Rennsportteile, ein anderer Sattel, ein bisschen dickere Scheibe, die auch die Temperaturen aushält. Das ist nicht mehr ganz Serie, ne? Er hat das gerade eben den Motor so leicht auseinandergenommen. Was hat er gemacht? Ja, wie gesagt, unsere Mechaniker checken einfach alles einmal durch, ob alles okay ist, aber es sind jetzt einfach nur normale Wartungsarbeiten. Das heißt, der Motor wird nicht laufend zerlegt? Nein, also der Motor muss schon eine ganze Saison oder länger halten, also so schlimm ist es nicht. Wie gesagt, das sind halt nur normale Wartungsarbeiten, gucken, ob alles in Ordnung ist, mal Öl nachfüllen und dann kann es weitergehen. Leistung, wie viel steckt da drin? Könnte immer mehr sein, also knapp über 200 PS. Ihr seid aber stets am Anschlag oder am Drehzahlmesser? Ja, also sagen wir mal, die Drehzahl ist meistens irgendwo zwischen 7.000 und 9.000 Umdrehungen. Zwischen 7.000 und 9.000? Genau, also der Motor dreht maximal 9.000 Umdrehungen und man versucht halt immer, im niedrigsten Gang wie möglich zu fahren. Das ist aber jetzt kein normaler Motor, der drin ist, oder? Der war nicht serienmäßig da drin? Also es ist vom Serienauto abgeleitet, aber natürlich sind die ganzen Innereien inzwischen auf Motorsport angepasst. Also es ist vom Grund her ein Serienmotor, aber inzwischen ist vieles verändert. Ja. Aber was ist denn da der Kick beim Fahren? Der Kick ist halt einfach, es ist ein Sport wie jeder andere auch. Wir machen das aus Spaß, also speziell mir geht es hauptsächlich um den Spaß und man versucht halt so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Und die Erfolge? Ja, also wir sind letztes Jahr viel im Ausland gefahren, fahren auch eine Meisterschaft mit. Ich gehe mal kurz rüber. Aber uns geht es, wie gesagt, hauptsächlich um den Spaß. Man freut sich immer, wenn man schnell auf der WP ist, freut sich, wenn man irgendwann mal die Klasse gewonnen hat. Aber wie gesagt, uns geht es hauptsächlich um den Spaß. Ja, super. Ja, vielen Dank. Und wann ist das erste Mal los? Wir fahren Ende März in Belgien das erste Mal für dieses Jahr. Ja, danke schön. Gerne. Es hat ein Kennzeichen aus St. Ingbert und es ist ein Audi Quattro, so steht zumindest drauf. Und hier ist der Fahrer, der so böse guckt. Du bist aber nicht böse. Doch, momentan bin ich ein bisschen böse, weil ich ein bisschen zerknittert habe. Wo denn? Hier die Ecke. Die Ecke, wie denn? Wie ist denn das passiert? Ja, der Strohball ist mir einfach auf die Gas gesprungen. Echt? Das passiert, oder? Ja, verbremst. Die Frage ist natürlich, wie lange das anhält, dass du so ganz leicht verknittert bist selber. Ja, eine halbe Stunde und dann geht's wieder. Da geht's wieder. Ja. Wenn du mir mal kurz beschreibst, wir gehen mal gerade drum rum, was das für ein Auto ist. Das ist ein Urquattro. Nein, das ist Audi 200 Turbo Quattro Safari. Wurde früher eingesetzt bei der Safari Girl in Kenia. Echt? Ja, deshalb auch vorne der Kuhfänger. Ja, deshalb. Früher wurde der gefahren von Christian Geister von Walter Röhrl. Das ist original Nachbau. Okay. Weil original hat es, glaube ich, nur 3 Stück gegeben. Und deshalb haben wir nur nachgebaut. Sieht scharf aus, oder? Ja. So. Okay, das heißt, die Kids, die jetzt hier rumfahren, ich habe eben den Talfang gesehen, die stehen schon alle an der Straße und gucken, oder? Ja. Es gibt in der Rallye-Szene, sage ich mal, in dieser Ausführung nur einer, das ist der hier. Das ist der da. Ja, was ist bei dir die Motivation, Rallye zu fahren? Ist das so ein Hobby, Sport? Einfach am Wochenende ein bisschen Spaß haben. Es sollte das Ziel sein, das Auto ganz zu lassen. Okay. Wir wissen, dass immer mal was passieren kann. Es ist kein Beinbruch jetzt. Ja, dir ist zumindest nichts passiert, das ist das Wichtigste. Ist ja jemals was passiert? Ja, im ersten Jahr habe ich angefangen, Rallye zu fahren, habe ich mal mit 80 Baum mitgenommen. Und? Ich habe es überlebt, ja. Mit ein paar Blessuren, aber sonst ging's. So, wir gucken mal kurz rein, dass wir mal reinschauen dürfen. Denn da ist auch wahrscheinlich nichts mehr original, oder, bei dem Auto? Vieles noch original. Ist noch alles, ja. Ja. Das war gerade hier in der Mitte. Ja, ein echter Hingucker. Baujahr? 86. 86? Ja. Okay, das heißt, du könntest ein H-Kennzeichen fahren jetzt schon? Hat H-Kennzeichen. Hat ein H-Kennzeichen? Warte, ich guck mal gerade hinten drauf. Ich habe es gar nicht gesehen. Es hat ein H-Kennzeichen, ja, tatsächlich.
Die Safari Rallye Kenia mit Marlboro, da durften die noch damals noch Werbung machen dafür. Das ist praktisch ein Replika, oder? Ja, Replika. Ja, sehr cool. Ja, was war der Erfolg, der größte, der je gefahren ist? Oder machst du nur zum Spaß? Ich fahre nur zum Spaß. Super. Ich zeige nochmal, jetzt guckt er wieder ein klein wenig netter. Ja, ich lache jetzt wieder. Danke. Alles klar, vielen Dank. Ja, es gibt noch mehr Saarländer, die heute hier sind. Ja, was das für ein Auto ist, da kann ich jetzt nur schätzen. Es sieht aus wie ein Japaner. Und hier ist der mit der Zipfelmütze, das ist der Fahrer davon. Wer bist du? Ich bin der Rolf Dietzen. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Mitsubishi Charisma Evo 4. Eigentlich ist es ein Lenser, aber Mitsubishi hat die damals in Europa nur als Charisma verkauft. Stimmt. Ja? Das ist schon lange her. Wie lange ist es her? Lange, das ist 96. Ja, das war damals ein Kultauto. Das wollte jeder haben, oder? Ja, ist auch immer noch dieselbe Technik drin wie im Evo 9. Und fährt und fährt und fährt. Fährt und fährt. 280 PS sind so gut wie in jedem Käfer. Warte, ich guck mal gerade hier vorne, dass wir den mal von vorne sehen. Wenn du mal kurz mitkommst, dass du mir das mal erklärst. Da ist jetzt einiges modifiziert. Ist das auch teilweise für die Optik oder hat das alles einen Sinn? Da ist von der Karosserie her gar nichts modifiziert. Der ist Außenserie. Außenserie. Das heißt, dass hier der Lufteinlass alles Das original. ist alles Serie. Ja, so ist der verkauft worden. Okay, hier vorne, das aber zusätzlich gemacht hier? Das ist wegen der Sicherheit. Das müssen wir machen, könnt ihr aufspringen, damit oder? man nicht aufspringen kann. Und das muss auch so abgedeckt sein, damit man keinen verletzt, wenn man ihn umgefahren hat. Ist ein bisschen lustig, ne? Ja, also ich denke mal, wer da an der Strecke steht und zuschaut, der weiß ja, was ihn erwarten könnte. Das heißt, die Gefahr der Zuschauer, ist das manchmal auch für dich unangenehm, wenn die sehr nah an der Strecke stehen? Das ist schon unangenehm, weil ich bin ja Hobbyfahrer und Profi, der kann das ausblenden, aber Hobbyfahrer, der sieht die trotzdem. Ja, es geht viel um Sponsoring bei euch. Das heißt, ohne Moos nichts los. So ist es auch Ja, hier. Es gut, geht ab ja. und zu mal was kaputt. Wir sponsern uns hier meistens selber jetzt mal. Also Sponsorgelder großartig sind da nicht zu holen damit, weil das ist ja, ich sage immer, Kartoffelsport. Das ist ja nicht deutsche Meisterschaft, das ist ja nur saarländische Meisterschaft und so Sachen, die man da fährt. Und da hält sich das mit den Sponsorgeldern in Grenzen. Ja, wenn du mal so Muss lieb viel bist, selber machen. wenn du mal so lieb bist, mir mal erklärst, wie das hier funktioniert jetzt mit dem Rennen, was jetzt hier, also ich sag mal, der Test, der jetzt hier gerade stattfindet, da braucht man ja auch eine Zulassung. Man kann nicht einfach durch den Wald heizen mit dem Auto, oder? Ja gut, die Autos müssen ja normal Straßen zugelassen sein, müssen TÜV haben, müssen AU haben. Also der ist ganz normal zugelassen. Und alles, was dran ist, muss eingetragen sein. Und jetzt mehr Aufwand ist eigentlich hier beim Veranstalter. Der muss bei allen Landratsgemeinden und Ortschaften die Genehmigungen einholen, teilweise sogar von einzelnen Bürgern, die an der Strecke sind. Dann müssen die Schäden registriert werden und Versicherung muss abgeschlossen werden, dann die Organisation muss stimmen. Die ist jetzt hier ganz genau wie bei einem normalen Wertungslauf. Also es ist ein Krankenwagen da, es ist ein Rettungsteam da, es ist Feuerwehr da, es sind Sportwarte da. Es ist alles also wirklich original top organisiert. Okay, das heißt auch Leute, die natürlich die Strecke absperren, die gibt es zuhauf, oder? Genau, an jedem Abzweig steht jemand. Okay. Das heißt, auf dieser kleinen WP 3,7 Kilometer, das sind, glaube ich, 16 Posten, ne, die nur Einmündungen bewachen. Und du selbst, du kriegst die Strecke vorher, damit du dich drauf Ich einschießen kann die kannst? vorher zweimal abfahren und kann mir einen Aufschrieb machen. Okay. Ja. Und du hast einen Beifahrer, der dir auch sagt, vorne links, rechts und so weiter? Ja, ich diktiere dem das Ja. beim Abfahren und Ja. beim Wettbewerb liest er mir das dann vor. Wenn der das falsch lesen würde, du würdest dann falsch fahren. Das wäre scheiße. Ist das schon mal passiert? Ja, aber ganz selten. Ich glaube, das ist nicht mein Stammbeifahrer. Also mein Stammbeifahrer in 10 Jahren vielleicht einmal. So, dann werden wir den mal fragen, den Stammbeifahrer hier vorne. Das heißt, deine Aufgabe ist es, ihn wirklich gut zu leiten, oder? Ja, richtig, ganz genau. Der Aufschrieb muss, wie der Herr Dietzen gesagt hat, der muss hundertprozentig muss der stimmen. Er sagt mir das an und meine Aufgabe ist es auch, das hundertprozentig so vorzulesen, wie er es angesagt hat. Und nicht irgendwelche Eigeninterpretationen hineinzubringen und wie man es selber vielleicht einschätzen würde. Das betrifft sowohl auch die Meterangabe wie die Schwierigkeitsangabe von Kurve und sonstige Sachen. Auch mal die Frage, was ist bei dir die Motivation, da mitzufahren? Ist das schon cool? Ja gut, Motivation. Ich bin eigentlich mein Leben lang Motorsportler gewesen, seit dem 17. Lebensjahr. Wir sind auch früher Ende der 90er bis Anfang der 80er Jahre sind wir zusammengefahren und haben
Rallye-Sport gemacht und ich habe auch in andere Sportarten hab ich mich betätigt als Organisationsmensch und Teammanager und alles. Und man ist einfach beim Motorsport hängen geblieben. Ja, Wir haben uns jetzt seit dem letzten Jahr, wo wir zusammen nochmal 2 Fahrten gemacht haben und es macht noch Spaß. Auch im Alter. im Alter. Das heißt, du bist jetzt, wie alt bist du? 64. 64. Ja. Das sieht noch gut aus für 64. Danke. Und du? 65. 65. Ja. Ihr seid quasi ein Alter. Ja, richtig, genau. Super. Ja, vielen Dank an euch. Da ist das Auto. Wir halten noch mal ganz kurz rein. So sieht es von innen aus. Wenn du noch kurz die Tür aufmachst, dann habe ich etwas mehr Platz. Ja, schon cool. Ja, du hast alles abgeschraubt. Alles raus, was unnötiges Gewicht ist. Unterteil vom Armaturenbrett, sämtliche Matten und auch diese Dämmmatten, die man normal im Auto hat, für den Komfort, alles raus. Auch die Türverkleidungen sind immer die Originalen, das ist Carbon, vorne wie hinten. Hinten sind sogar die Fensterheber ausgebaut. Ja. Ja. Also wir haben jetzt trotz dem ganzen Zubehör, was drin ist, der Käfig wiegt allein 36 Kilo, Ja. haben wir trotzdem weniger als Originalgewicht. Okay, und der liegt wie ein Brett auf der Straße. Wie ein Brett. Ehrlich? Wie das besagte, ja. Okay. Ja, ja. Ist der sehr, sehr hart? Sehr hart, ja. Und Allrad geht natürlich auch gut, ne? Ja. Okay, das heißt, es geht jedes Mal was kaputt, wenn du, abgesehen davon, wenn jetzt hier der Kollege, der hat jetzt mal einen Heuballen getroffen, sage ich jetzt mal da hinten, das passiert, oder? Das kann mal passieren. Ich meine, bei mir hier zum Beispiel war auch schon mal ein Heuballen dran. Man sieht es jetzt gerade nicht, weil es dreckig ist, ne? Und das passiert immer mal. Gut, das gehört dazu, das ist natürlich ein Teil der Patina, oder? Ja, und es ist ja so, wir reparieren ja selber und das ist ja auch ein Teil vom Hobby. Prima. Wir haben jetzt zum Beispiel drüben ist ein Mechaniker, der in der ADAC-Jacke, Der in der ADAC-Jacke, welcher da von denen? links. Der links. Ah, okay, in der gelben Jacke. Der hat jetzt zum Beispiel über die letzten 2 Wochen Getriebe, Kupplung getauscht, hat Radlager neu gemacht und Lenkstangen neu gemacht und ach, was weiß ich, alle Öle getauscht. Ne? Das ist halt schon ganz schön viel Arbeit. Ne? Kostet Und natürlich auch ein bisschen Geld. Ne? Und der Motor dreht natürlich sehr hoch, oder? Nee, Bei der Fahrt? gar nicht. Das ist ein Turbomotor mit 2 Liter und wir haben normalerweise die Schaltung bei 5, maximal 6.000 Umdrehungen. 6.000 ist schon extrem hoch, machen wir nicht gern. Okay, weil ich nämlich gerade eben mit Leuten gesprochen habe, die haben gesagt, ja, er dreht so zwischen 7 und 9. Ja, es kommt auf das System an. Wenn ich einen Saugmotor habe, der kriegt seine PS durch Drehzahl. Und ein Turbomotor durch die Aufladung bekommt der Drehmoment schon in früheren Drehzahlbereichen, eben durch die Turboaufladung. Und dann kann man natürlich auch früher schalten, muss sogar früher schalten. Ganz lieb, dass du das mal erklärst, weil viele, die auch zugucken, haben ja keine Ahnung davon, so wie ich zum gerne. Beispiel. Kein Problem. Aber das heißt, der kriegt aber dann auch die Leistung über die Drehzahl. Also die ist ähnlich wie beim Turbo dann? Ja, Turbo entwickelt sich anders. Turbo kommt ein bisschen später wie ein Saugmotor, aber ist von der Drehzahl her trotzdem früher da. Das Drehmoment, der baut also mehr Drehmoment auf. Sagen wir mal, ich habe dann schon 400 Newtonmeter anlegen, die hat er nie. Ne? Mit seinem 2 Liter Auto ohne Turbo. Der hat dann, wenn er gut ist, hat er 300 Newtonmeter. Ne? Und deshalb kann ich so früh schalten. Wenn ich später schalte, bringt mir das keinen Vorteil, weil die Gänge sind so ausgelegt, dass der Anschluss am besten bei 5.500 Umdrehungen ist. Okay, verstehe. Ne? Prima. Vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Überall fahren jetzt die Autos hier rum. Opel steht drauf, ja, das ist alles, was ich im Moment erkennen kann. Was es genau für ein Auto ist, das wird mir jetzt mal jemand erklären. Stell dich mal kurz vor. Hallo, Andreas mein Name. Das ist ein Opel Astra F, ein 2 Liter, aufgebaut nach deutschem Reglement, Gruppe F. Leistung 220 PS circa, Baujahr. Baujahr 92. Ist ja cool. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht sagen. Du bist selbst aus Trier, oder? Ich bin aus Pluwig, in der Nähe von Trier. Ja, Pluwig liegt ja auf dem Berg. Das heißt, ich nehme an, dass dir das ins Blut gelegt wurde, die Kurven. Ja, das schon. Da haben wir Osterelli-Zerf direkt um die Ecke. Luftlinie 500 Meter. Das passt. Er sieht ja aus wie neu. Das heißt, der war noch nie irgendwie defekt oder kaputt, nur eine Beule drin. Der da nicht. Der wurde letztes Jahr erst aufgebaut nach einem Totalschaden. Ah, okay. Ja, er sieht cool aus. Er ist frontgetrieben. Der ist ein Frontgetriebener, jawohl, mit Sperre drin. Hat das einen Nachteil im Moment? Nee, denke ich nicht. Das Gewicht, was wiegt er? Der hat jetzt knapp 1050 Kilo. Das ist eine ordentliche Leistung, oder? Für 1050 Kilo? Das ist in Ordnung, ja. Müssen wir nach dem deutschen Reglement einhalten. So, wenn du mal so lieb bist, mal die Tür aufmachst, dass ich mal reingucken darf.
Da ist jetzt ein normales Schaltgetriebe drin? Da ist ein Renngetriebe drin, gerade verzahntes, mit ABH geschaltet. Okay, das heißt auf jeden Fall noch Kuppeln, oder? Jawohl, Kuppeln bedingt. Beim Hochschalten brauchen wir nicht zu kuppeln, nur beim Runterschalten. Sieht gut aus, ja, mit so Liebe. Das heißt, wenn der jetzt kommt und er wird neu aufgebaut, das war mal ein Serienauto, oder wie? Das war mal ein komplettes Serienauto, jawohl. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja, da gingen Herzstunden Arbeit rein. Wie viele? Oh, unzählbar, glaube ich. Okay. Ja, es sind einige Spezialsachen drin. Da unten ist so ein kleiner Tank drin. Was kann der? Das rote? ist die Feuerlöschanlage. Die Feuerlöschanlage. Die ist Vorschrift? Ja, im Ausland, ja, in Belgien, Frankreich, Luxemburg. Okay, Da das fahren heißt, wir eigentlich hauptsächlich. falls mal was passiert, man drückt einfach auf den Knopf und dann... Wir ziehen einen Knopf und dann oder entweder von innen oder außen und dann über Luft, über Düsen kommt die Feuerlöschanlage zum Einsatz. Wenn du mir mal kurz folgst, dann schauen wir uns den Motor nochmal an. Das ist jetzt nicht der Motor, der mal drin war, oder? Das ist der Motor, der mal drin war. Echt? Ja, aber dann leistungsgesteigert. Was ist da jetzt neu? Das Alles. ist einmal komplett andere Kolben, Pleuel, Nockenwellen. Schärfer. Jawohl, So, hier vorne ist auch ein Luftfilter drauf. Das heißt, der braucht viel Luft, oder? der braucht reichlich Luft. Reichlich Luft und Sprit. Ja, ich stand jetzt gerade eben vor dem Auto und habe da gefachsimpelt. Um was ging es da in dem Moment? Oh, weiß ich auswendig gar nicht mehr. Nicht mal so schlimm. Das heißt, du hast einen Mechaniker, der kümmert sich drum, der ist auch hier? Der ist hier mit dabei, jawohl. Das ist Andreas Dingert, der baut auch den Motoren. Hier vorne ist noch so ein Bauteil, das ist noch da drüber. Was hat das für eine Funktion, das Gelbe? Das ist eine Domstrebe, die versteift die Karosserie vorne, dass die Dome sich nicht verziehen. Gut. Ja, auch du hast jemand, der sagt dir ja die Strecke an, oder? Jawohl, das ist Thomas Fels. Genau, da vorne steht er, wenn du mal kurz zu mir kommst. Ja, wir haben uns eben noch mal kurz darüber unterhalten. Auf dir lastet unglaublich viel, ich sag mal, Verantwortung, oder? Ja, vor allem heute ist das erste Mal mit ihm. Mal gucken, wie das klappt. Es hat bis jetzt sehr gut geklappt. Und ja, dann mit meiner belgischen Erfahrung vielleicht hilft das, wenn er viel in Belgien fahren will. Aus Ostbelgien bist du. Ich bin aus Ostbelgien, ja genau. Und wo daher? In der Nähe von St. Vith, bei Rocherath, genau. Ja, die sind ja auch dafür bekannt, ein klein wenig crazy zu sein. Ich sag nur, irgendwelche Rennen, wo Motorräder einen Berg hochfahren müssen und so weiter. Aber Eifel und Belgien und Ostbelgien und Deutschland, das ist alles eins, oder? Mehr oder weniger? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind auch viel mit den Wallonen, also den französischsprachigen zusammen. Wir haben da eigentlich eine große Rallye-Gemeinschaft bei uns in der Gegend und ja. Du siehst noch ziemlich jung aus. Wie bist du denn zum Sport gekommen? Ich bin, seitdem ich 7 bin, werde ich immer auf Rallyes mitgenommen von meinem Onkel. Früher und jetzt haben wir so eine Gruppe, die immer Rallyes schauen geht. Und ja, dann hat es vor 2 Jahren mal gekribbelt und dann hat mich jemand gefragt, ob ich schon mit ihm fahren würde. Ja, und jetzt bin ich da drin. Ja, die Frage ist, wenn du da jetzt mitfährst, ist das jedes Mal wie nochmal neu die Achterbahn zum ersten Mal fahren oder man gewöhnt sich langsam dran? Man gewöhnt sich schon dran. Heute ist es sehr speziell, weil es was ganz Neues ist, einen richtig erfahrenen Fahrer, der viel fährt, zu haben. Und ja, mal gespannt. So, das heißt, du musst dich zu 100% auf ihn verlassen können. Zu jeder Zeit, auf jeden Fall. Das heißt, wenn er was Falsches sagen würde, da ist wenig Zeit, um das zu korrigieren. Normal kein Raum. Ja, vielen Dank. Was war im Prinzip der größte Erfolg, den du hattest? Der größte Erfolg war Rheinland-Pfalz-Meisterschaft gewonnen. Echt? Cool. Vor 2 Jahren in Lauf bei der Saarland-Rallye, bei der Saarpfalz. Das heißt, du gewonnen. aus Trier, aus Pluwig hast die Saarländer mal bezwungen. So in etwa, ja. Ja, vielen Dank. Im Astra, richtig? Im Astra, jawohl. Ja, einige sind gekommen. Der Max wird uns gleich noch mal ein bisschen was erzählen, überhaupt, wie das Ganze mit der Rallye funktioniert und was es damit aus sich hat. Hier aus Stuttgart. Und aus Merzig. Ja, besonders toll finde ich hier das kleine Kennzeichen, was hier vorne drauf ist. Merzig RQ3. So ein kleines Kennzeichen will ich auch mal haben. Kurz mal zugucken, was sie hier machen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man hier so einen Wagenheber direkt ansetzen kann, oder? So ist es. So, das heißt Reifenwechsel ist es dran.
Und die Jungs helfen schon mit hier. Jo. Ihr seid aus Merzig. Da ist der Fahrer. Wo ist der Fahrer? Hier. Du bist der Fahrer. Ich bin der Fahrer, jawohl. Und wie läuft's heute? Sehr gut. Jetzt machen wir noch bessere Reifen drauf und dann geht's richtig ab. Wenn du mir mal kurz erklärst, was das für ein Auto ist. Das ist ein Renault Clio R3T, deswegen auch das Kennzeichen, das ist die Klasse. R3 heißt frontangetriebener Turboladermotor bis 1600 Kubik. Das definiert die Klasse dieser Fahrzeuge. Deswegen ist das ein Clio R3T wie Turbo. Ja, jetzt schon wieder was gelernt. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dann zeigen wir dir mal gerade. Da vorne ist er. Ist schon mal was passiert mit dem Auto? Bist du schon mal irgendwo gegengefahren? Ja, natürlich, das passiert dauernd, dass man irgendwo gegen eine Hecke rutscht, wenn man zu spät bremst oder wenn man sich dreht. Also Deformationen im kleineren Ausmaß passieren immer beim Fahren. Ja, du musst dich unglaublich gut auf deinen Beifahrer verlassen können. Ist wahrscheinlich so, oder? Jawohl, das ist das Maß der Dinge. So, es funktioniert. Zum Beispiel jetzt eine Anweisung, die du kriegst vom Beifahrer. Wie lautet die? Kuppe voll in rechts 4,78, links 2 bergab. Heißt? Ja, fährt man über eine Kuppe und dann kommt hinten dran eine Kurve, die geht nicht mehr so ganz voll und danach kommt eine rechter Winkelabbiegung. Da muss man dann runterbremsen in den zweiten Gang auch. Okay, und das stimmt meistens, was er sagt? Das ist immer. Immer? Ja, das passt. So, das Ganze ist natürlich, hat ein bisschen was zu tun mit Sponsoring. Sind die Sponsorgelder, fließen die reichlich bei euch oder können sie mal mehr sein? Die Firma ist mein, die das sponsert, insofern. Okay. Würde ich jetzt lügen, wenn das sagen die meisten übrigens hier. Ja, die sagen, dass das Hobby, das bezahle ich selber. Ja, ist halt so, ja. In meinem Alter gibt es auch keine Sponsoren mehr. In deinem Alter, wenn du kurz mal erklärst, wie alt du bist? Ja, schon ein bisschen älter, deutlich über 50. Das heißt, wenn man jünger ist, kriegt man schon so an. Wenn man alt ist, keine mehr. Ja klar, wenn ein junges Talent gefördert werden soll, dass es noch groß wird, dann ist es auch leichter, Sponsorgelder aufzutreiben. Aber wenn ich komme, mache das nur für Hobby und dann gibt mir keiner mehr Geld für mein Hobby zu bezahlen. Das muss ich schon selber machen. So, auch du darfst du mal ganz kurz mal die Tür aufmachen, dass wir mal reingucken dürfen. In das stolze Ding. Der muss ja nicht über den TÜV, oder? Doch, der hat TÜV. Sonst kann man den nicht fahren. Der ist zugelassen. Das heißt, alles, was hier drin ist, ist eingetragen? Ja, absolut. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt, wenn du jetzt hier fährst, du darfst theoretisch von Merzig hierher fahren. Also, ja, das ist der Deal. Ich fahre jetzt auch auf öffentlichen Straßen zu der Sonderprüfung. Der hat eine Sondergenehmigung, das heißt KFP, Kraftfahrzeugpass. Und dann sind die ganzen Sachen eingetragen mit dem Segen der deutschen Behörden. Da geht es um den Motorsport. Das heißt, normalerweise wäre das schwierig, im normalen Straßenbetrieb sowas zuzulassen. Ne? Ja, das ist ausschließlich für Motorsport. Nur für diesen Zweck gedacht und auch für diesen Zweck nur genehmigt. Mit den Probefahrten dazu. Aber er ist offiziell TÜV und versichert. Also ich darf hier rumfahren. Das ist alles. Nee, ganz klar. Ja. Ich will den Leuten das nur mal erklären, wenn die das jetzt sehen. Ich will das auch erklären, dass man es darf. Man darf hier rumfahren, aber zum Einkaufen fahren eben nicht. Wenn du mal so lieb bist, mir auch mal hinten aufmachst, ja, dass wir da mal reingucken können. Denn der hat nämlich keine normale Öffnung mehr. Da ist wirklich alles rausgeholt, was nicht reingehört, oder? Ja. Und das ist alles raus und dann ist hier die Halterung für die Reserveräder, die wir heute nicht drin haben, weil wir hier nur den kleinen Test fahren. Die Sicherheitszelle, die ist ganz aufwendig gebaut. Auch von Renault selber, von Renault Sport, das kauft man so die Karosse mit dieser ganzen Technik. Und hier sind die Helmnetze und dann zeige ich euch vorne noch das Armaturenbrett, das ist nämlich hier in dem Auto ein Highlight. Bin ich mal gespannt. Renault Sport steht drauf. Ja. Das ist von Renault Sport gemacht. Guck mal, das fährt jetzt hoch. Ganz knapp. Das fährt jetzt hoch und dann zeigt er uns gleich. Da hat also sehr viel Information. Hier ist der erste Gang eingelegt. Dann kann ich noch ein anderes Menü anwählen. Warte mal, das mache ich mal. Ja, das machen wir jetzt mal kurz. So, hier, da kannst du hier die Pages wechseln. Dann zeigt er da in dem Stage-Modus nur noch an die Wassertemperatur, die Drehzahl und Öltemperatur. Also das ist das Allerwichtigste. Das ist sonst alles weggeblendet und das dann ganz groß. Und hier kann man die Mappings verstellen. Das heißt, man fährt auf der Straße im normalen Straßenmodus, ohne viel Leistung, ohne viel Power. Und dann kann man hier verschiedene Modi einstellen, dass er spät beginnt zu beschleunigen, im nassen, kalten oder eben ganz aggressiv. Und hier hat er noch Einstellungen fürs ABS, dass er eine Traktionskontrolle, das heißt, kein ABS haben wir nicht, Traktionskontrolle, das heißt, er dreht eben nicht gerne durch, dann, wenn es glatt ist. Das kann man auch die Aggressivität des Durchdrehens einstellen. Traktionskontrolle hat. Und er dreht hoch, der Motor? Ja, der dreht hoch. Wie hoch dreht er?
Ach so, ne, der hier, also, der hat keine extrem hohe, das ist ein Turbolader auf 4.500 Umdrehungen ausgelegt, mit viel Drehmoment. 480 Newtonmeter Drehmoment hat der. Ja, ich habe schon gelernt, wenn die einen Turbo haben, drehen sie nicht so hoch. Wenn sie keinen haben, bis zu 9000, ne? Ja, genau. Das ist dann der Turbo, erzeugt das Drehmoment, da brauchen wir die Drehzahl nicht. Ist das ein normaler Turbo? Ja. Doppel-B, 5-fach Turbo? Nein, normaler. Turbo. Aber von viel größeren Motor. Also hier ist ein Turbolader drin von einem viel größeren Motor als Serie, als der hier passen würde. Und dadurch hat er diese Power. Aber was sind denn so normale Teile, die gerne mal kaputt gehen bei so einem Auto? Also während der Fahrt? Antriebswellen vorne. Das sieht man jetzt nicht. Sieht man nicht, aber das war nur mal kurz mal zeigen, wie es aussieht. Bremsen, das sind normale Bremsen auch? Nee, das ist alles. Das ist ein Kit hier. In dem Auto ist eigentlich nur die Optik der Karosserie-Serie. Der Rest ist. Okay. Ja, komm, ich zeig dir mal den Motor noch. Gerne. Hier ist nichts mehr Serie an dem Auto. Hier ist nichts mehr Serie, sagt er. Wenn man hier reinguckt, sieht das auch nicht mehr aus wie ein normalen Renault. Hier vorne ist alles Sonderteile von Renault Sport. Hier die ganzen Schläuche, der Luftfilterkasten. Das Getriebe ist ein sequenzielles SADEF-Getriebe. Das wird elektrisch geschaltet, hier mit so einem Shifter. Das ist also alles Rennsporttechnik, hat gar nichts mehr mit dem Serienauto zu tun. Hier die Karosse verstärkt mit einstellbaren Federbeinen hier oben. Und dann hier Motorböcke, die starr sind, sodass das sequenzielle Getriebe, das sequenzielle Schalten funktioniert. Der Motor darf sich gar nicht bewegen. Und hier ist der Monster Turbo. Der ist also viel größer. Der ist von einem Renault Megane RS mit 270 Serien-PS, ein ganz großer Turbolader ist das. Guckt hier, das erkennt man hier an dem Durchmesser des Abgasrohrs, dass der also Riesenmassen Luft durchschaufelt. Da ist auch die Luftansaugung. Ja, die Verdichtung. Ansaugen tut er hier. Ja. Und hier drückt das dann in den Ansaugtrakt. Ja, hier drückt das in den Ansaugtrakt, hier ist ein Auspuff. Okay, ich nehme an, du kennst den Motor innen auswendig, oder? Nee, eigentlich nicht, weil der ist unanfällig. Da braucht man nicht viel dran zu machen, nur die Peripherie in Ordnung halten. Verstanden. So, das heißt, ihr müsst nicht jeden Tag den Motor ausbauen, um was zu machen? Nee, absolut gar nicht. Der hat eine Revision von 4000 Sonderprüfungskilometern. Das wird vom Hersteller vorgegeben. Das heißt, man fährt 4000 WP-Kilometer und danach sollte man ihn sich genauer anschauen. Das heißt, zerlegen und gucken, ob was kaputt ist. Ich habe noch eine Frage. Hier vorne ist eine Blombe drauf. Was hat die für einen Sinn? Dass man ich zeig dir mal kurz von der Seite. Wenn du kurz ein Stückchen. Ja, genau. Da sind wir die Deutschland-Rallye mitgefahren und da wird sichergestellt, dass man während der Rallye keinen Motor wechseln darf. Ach so. Dann checken die nachher, ob die Blombe nochmal dran ist. Man könnte ja um die Garage fahren und schnell den Motor wechseln, wenn er kaputt ist. Es gibt Spezialisten, die das können, aber... Du hast ja gerade erzählt, der ist zuverlässig, bleibt drin. Ja. Und du könntest mal kurz anhalten, in 3 Minuten den Motor wechseln. Nee, das geht nicht. Nee, das ist nicht das Ding. Deswegen, da hinten der Turbolader ist das wichtig, der ist auch verblombt von der 4 unten. Ja, sehe ich. Und das Getriebe auch noch. Ja. Ein Restriktor. Damit man nicht unendlich viel Leistung fahren kann mit so einem Turbomotor, wird eine Verjüngung eingebaut. Und die wird natürlich auch vorher gemessen und verblombt. Okay, das heißt, die Jungs kennen sich auch aus von der 4. Genau, die gucken das bei jeder Veranstaltung nach, messen das durch und verblomben es nochmal neu. Weil sonst könnte man natürlich, wenn der Turbomotor mehr Luft bekommt, heißt halt mehr Leistung und dann könnte man sich ein bisschen durchmogeln und deswegen wird das kontrolliert. Tricks, die man so sieht in amerikanischen Filmen, Lachgas und so weiter, das ist alles... Das wird im Rallye-Sport nicht eingesetzt. Ne. Das wird auch gar nicht gehen. Es gibt so Kleinigkeiten, es gibt Autos, die Mitsubishi Lancer zum Beispiel, die haben so eine Wasserbesprühung auf den Ladeluftkühler, damit der Ladeluftkühler noch ein bisschen mit Wasser runtergekühlt wird, aber die meisten Autos haben da nichts. Das wäre auch zulässig? Das ist zulässig, weil das in der Serie so verbaut war. Genau. Okay. Ja, prima. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke. In meinem Alter kriege ich keine Sponsoren mehr, hat er gesagt. Ja. Aber mal schauen, wie er fährt. Ist auch komplett gesponsert. Ja, ist auch komplett gesponsert, nämlich von ihm. So, J. Wecker, das J steht für was? Josef und S. Lebens? Stefan. Der Stefan. Vielen Dank, viel Erfolg. Tschüss. Dankeschön. Ein Bitburger, Fischer und Prosser. Da steht er und natürlich wieder ein Saarländer vom kleinen Wohnmobil, das ist auch dabei. Denn man schläft ja vielleicht auch hier und macht die Technik hier. Aus St. Wendel ein BMW. Woll Rallye Sport. Wer ist denn hier der Fahrer von euch? Ich bin der Fahrer. Ja, ein BMW, ein schöner BMW. Danke. Ja, den kenne ich noch von früher, das ist ein Dreier. Genau, 318 IS. Ein 318 IS, da ist auch nur ein 1,8 Liter Motor drin. Genau, ja. Ehrlich? Ja. Okay. Man könnte ja auch einen 3-Liter-Motor reinmachen, aber wenn du mich mal kurz aufklärst, was wird denn da geprüft bei der Zulassung? Bei der Zulassung muss ja auch der Straßenverkehrsordnung alles entsprechen, genau. Ja, dann. Okay, das heißt, ihr fahrt ganz normal über den TÜV, die gucken Bremsen, Reifen, ob die Radlager okay sind? Genau, alles TÜV,
konform. So, das Rein- und Raussteigen, das ist ja schon so eine Sache für sich, oder? Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter. So, das heißt, deine Freundin, die fährt auch mit, oder wie? Nee. Das ist so, hier vorne gucken wir mal rein. genau, ja. Da ist nicht mehr so viel Serie, oder? Nee, das nehmen wir so alles raus und dann nur auf das Nötigste reduziert. Wie bei allen. Genau. Das Getriebe ist sequenziell? Nee, das ist normal Haarschaltung. Wenn du mich noch kurz aufklärst, warum sieht das denn so aus, wie es jetzt aussieht? Von der Schaltung her, da ist noch eine Sperre für den Rückwärtsgang drin. Ja. Damit man nicht während der Fahrt aussehen den Rückwärtsgang reinmachen kann, wenn man die ersten runterschaltet. Das könnte auch passieren. Genau, ja. Das Überrollkäfig ist mit drin, der wurde lackiert. Ja. Hier vorne ist er drin. Ja, was ist denn bei dir der Spaß beim Rallye-Fahren? War das schon immer so, seitdem du 5 bist? Oder? Mein Vater ist vorher auch gefahren und ja, dann ist er so in den Genen drin. In den Genen drin. Du könntest ja sagen, ja, was mein Vater macht, ich will genau das Umgekehrte machen. Aber das ist bei dir anders, oder? Ja, genau. So, hier vorne ist der Motor. Sieht so ganz unspektakulär aus. Was ist denn da jetzt geändert bei dem Motor? So die inneren Werte sind geändert, so eine andere Alles. Kolbe. Ja, andere Kolbe bearbeitet, andere Nockenwellen und halt so ein paar Kleinigkeiten verbessert. Der Erfolg bei dir, was war das Größte, was du gemacht hast? Ich fahre jetzt noch nicht so lange auf Bestzeit und das Wichtigste alles ganz lassen und Spaß haben. Auch du nimmst wahrscheinlich alles auf mit der GoPro, oder? Genau, ich habe GoPro immer drin. Ja, die ganz großes Thema ist natürlich Kosten. Das Ganze ist natürlich nicht umsonst. Das heißt, fürs Hobby geht einiges an Geld drauf. Ja, das stimmt. Viel? Es geht. Man kann, je nachdem wie man es betreibt, kann man den Rahmen halten. Und so, wenn man nichts kaputt macht. So, dann schauen wir uns mal kurz das Cockpit an, das hier vorne da ist. Ihr habt ein Sicherheitssystem, Hans. Hast du auch? Ja, genau. Genau, wenn du mir das mal kurz erklärst, wie das funktioniert. Das ist eigentlich, Hans sitzt auf die Schultern, das sitzt hinten am Rücken. Ja. Das ist eigentlich wird dann von der Gurte auch gehalten. Okay, da vorne ist der Helm, das heißt, der wird anschließend mit dem System verbunden? Genau, ja. So, hier ist auch ein spezieller Schalensitz mit drin, das heißt, du konntest mit dem Kopf erstmal so seitlich nicht weg, oder? Nee, da geht gar nichts, da ist ja extra die Ohren dran. Dann, falls irgendwas Zeitliches wäre, bin ich auch geschützt. Wenn ihr hier seid, ihr seid immer am Schrauben irgendwie. Was ist denn jetzt zum Beispiel zu machen? Jetzt baue ich mal kurz den Sitz um, für jemand anderes mitzunehmen. Okay. Und dann halt immer alles nachgucken, bremsen und halt die Verschleißteile kontrollieren. Ja, wenn man so fahren will, einfach mal testen. Man kann ja nicht einfach mal durch den Wald fahren, oder? Nee, das geht gar nicht. Okay. Das heißt, ihr seid entsprechend angewiesen auf solche Veranstaltungen? Genau, ja. Das muss dann solche Veranstaltungen sein, um zu testen. Cool. Ja, cooles Auto. Ihr dürft aber im Prinzip von zu Hause her fahren, das würde gehen. Genau, das ist Sondergenehmigung und da dürfen wir halt auf Verbindungsetappen und zu Testfahrten dürfen wir fahren, wenn wir jetzt mal irgendwas geschraubt haben, ob alles funktioniert, einmal kurz fahren, aber halt nicht so für den Spaß einfach rumfahren, da dürfen wir nicht mehr. Ja, eben mal ein Eis holen in der Innenstadt geht nicht. Nee, das geht nicht. Gucken wir mal kurz in den Kofferraum rein. Da sind jetzt Ersatzräder drin. Das heißt, ihr müsst auch mal während der Fahrt auch mal wechseln. Ist das schon mal vorgekommen? Bei mir jetzt noch nicht, aber kann öfters mal vorkommen, dass man einen Plattfuß hat, irgendwas Felgen kaputt hat. Ja, ist natürlich die Frage, wo man sich dann hinstellt auf der Strecke, wenn das passiert. Ja, man darf ja nicht im Weg sein. Nee, entweder fährt man auf der Felge dann bis ins Ziel. Oder, echt? Ja. Oder da verliert man halt weniger Zeit oder man fährt in den Seitenweg und wechselt dann. Okay. Auf der Felge ins Ziel fahren, das heißt aber auch, die Felge danach ist hinüber, oder? Die ist wahrscheinlich dann hinüber. Beziehungsweise ist dann vorher auch schon hinüber, dann macht es nicht mehr so viel aus. Das ist eine Original-BMW-Felge? Das sind Original-BMW-Felgen. Sehr schön. Du bist T. Woll, nehme ich an, oder? Genau, ja. Vorname? Tobias. Tobias, ja, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. So, ein Safety Car. Ich zeig's mal gerade. So sieht das auch hier aus. Wird noch schwer diskutiert. Wir werden auch gleich mal kurz mal stören, was das für ein Auto ist. Mit roter Nummer. Und wenn ich euch mal kurz stören darf, ein Safety Car beim Rallye-Sport, was hat das für eine Aufgabe? So eine Aufgabe, gucken, ob keine besoffene Zuschauer auf der Strecke sind oder so halt. Man muss halt schauen, dass alles sauber ist. Das ist eine ganz große Gefahr mit den Zuschauern, oder? Hier in Deutschland eigentlich nicht. Ist eigentlich alles diszipliniert. In Belgien sieht man so öfters und wir wollen halt Vorbild sein und gucken halt. Okay, das heißt nicht, dass wie auf YouTube irgendwelche Szenen dann zu sehen sind, wo die auch mitgenommen werden könnten, die sich also regelwidrig irgendwo hinstellen.
Genau, und ich bin jetzt oft genug drüber gefahren und das sieht eigentlich sehr gut aus. Okay. Ist das ein normales Auto? Nee, auch nicht, oder? Ja, nicht mehr ganz, ist ein fast Serienauto, seriennah. Extrem, oder? Ja, halb extrem, ja. Ich habe so irgendwie das Gefühl, hier ist nichts mehr original, aber wenn du sagst, es ist seriennah, dann passt ja. Das heißt, man könnte es noch serienunnah machen. Ja, mit ein bisschen Arbeit könnte man das noch machen, ja. Super cool. Ja, vielen Dank. Ein Safety Car aus Wittlich mit roter Nummer. Tschüss. Da ist er, der Max. Er ist zurückgekommen, er schraubt auch selber mit. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Fahrt ergeben hat. So, hier ist die Frau, die gerade nebenbei gefahren ist. So, ihr habt das Auto getestet. Was habt ihr genau entsprechend verändert und getestet? Wir haben jetzt mal die Reifen gewechselt von Regen auf normale Trockenreifen, auf eine Weichschallermischung und schauen jetzt mal, wie sich das auswirkt auf der Strecke. Haben jetzt auf der Strecke gemerkt, dass es halt schon sehr ausgefahren ist, weil jetzt schon viele Autos über die Strecke halt drüber gefahren sind. Und jetzt schauen wir mal, ob die andere Reifenwahl was verbessert oder was es bringt. Ihr fahrt jetzt ungefähr wie oft jetzt an den 1-2 Tagen? Das kommt ganz drauf an. Je nachdem, also wenn wir ein passendes Setup gefunden haben und alles passt, dann kann man auch mal 2-3 Runden weniger fahren. Wir schauen jetzt, wie es funktioniert und wie viel Lust wir noch haben und dann hören wir auf, wann wir dazu Lust haben, genau. Verstanden. Auf dir lastet natürlich eine große Verantwortung. Ich habe es eben auch schon mal anmoderiert, habe einige Teams da interviewt. Du gibst Anweisungen, oder? Genau, also ich erzähle quasi auf der Strecke, wo es lang geht und bin das menschliche Navi, sage ich immer so schön. Lese aus dem Gebetbuch vor und sage, wo es lang geht, wie der Weg verläuft. Da gibt es auch keine Interpretation, oder? Das heißt, dass du mal sagst, hey, ich mache es mal ein bisschen anders? Das wäre fatal. Das wäre gar nicht gut. Also es hat auch jeder Fahrer seinen eigenen Aufschrieb. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Und es kommt halt auch immer auf die Leistung vom Auto an. Also ein schnelleres Auto schreibt einen langsameren Schrieb. Und genau, also das ist immer von Fahrer zu Fahrer individuell. Und es wäre fatal, wenn ich da was abändern würde. Wenn du mal so lieb bist, mal den Zettel holst, wo das draufsteht und mir den mal kurz mal zeigst. Ja? Genau. Sie holt das mal gerade, denn da ist nämlich viel kryptische Sprache drauf. Sie wird uns mal ein bisschen erklären, was da drauf steht, wenn sie die Anweisung gibt. Ich nehme mal an, ihr habt auch ein Headset wie im Flugzeug, oder? Ja, quasi. Also es ist im Helm eingebaut. Auf den Verbindungsetappen haben wir die Mickey-Mäuse an, also Kopfhörer mit einem Mikro dran. Und genau darüber verständigen wir uns, weil es im Auto einfach zu laut dafür ist. So, hier vorne steht's. Warte, ich guck mal gerade, ob es scharf ist. Ja, ist scharf. Start. L voll, Cut in R4, mein Gott, klär mich auf. Genau, also das heißt jetzt links voll Cut, in rechts 4 plus Cut schmiert. Da hat auch jeder Beifahrer seine eigene Schriftweise und wie er das Ganze aufschreibt. Das heißt quasi vom Start weg ist eigentlich gar keine Distanz, bis es zur nächsten Kurve geht, sondern es startet direkt mit einer links voll. Cut heißt, man kann in die Kurve rein cutten, man kann sie schneiden, weil keine Barke oder sonstiges drin liegt. In rechts 4 plus. Diese Zahl gibt den Radius an. Es geht von einer 1, das ist eine ganz enge Spitzkehre. 2 ist rechter Winkel und dann 3, 4, 5, 6 immer weiter geradeaus. Also je höher die Zahl, desto schneller ist die Kurve quasi. Und genau, dann gibt es da noch Zusätze, wie jetzt zum Beispiel schmiert oder spät, dass die Kurve halt spät zumacht. Schmiert heißt was? Dass es glatt ist, okay, dass es verstanden. ist, dass viel Schlamm auf der Strecke zum Beispiel ist und dass man da einfach aufpassen muss, dass das Heck nicht ausbricht zum Beispiel. Da vorne steht 250 Ausrufezeichen runter. Was sind die 2 Bäume? Genau, also Bäume sind einfach Bäume. Das sind Bäume. Das sind Bäume, genau. Das heißt einfach in 250 Metern, Achtung, also aufpassen, vor Bäumen links 2 minus schmiert. Das heißt, es ist eine sehr enge Kurve, die noch schmierig ist dazu. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnell ankommt und in die Bäume reinfährt. Ne? Also wir im Radio, wir haben immer so Tricks, wenn wir irgendwas vorlesen, dass wir uns ein kleines Geldstück daneben legen, dass wir wissen, wo wir waren. Wie ist denn das bei dir? Ja, also ich gehe auch mit dem Daumen oder mit den Fingern komplett mit, weil wenn ich da in der Zeile verrutsche, das wäre halt schon, wie gesagt, auch wieder fatal. Ne? Ja. Also oder auch zu sagen, nach einer Kuppe geht's rechts anstatt links.
wenn ich das vorlese, dann macht der Fahrer das auch im besten Fall, wenn er auf seinem Schrieb vertraut. Und das wäre schlimm, wenn ich das falsch machen würde. Jetzt geht's ja ruppig zu, du könntest ja auch mal verrutschen mit dem Daumen. Genau, das ist dann natürlich nicht so gut. Da klärt man dann am besten mit seinem Fahrer im Vorhinein ab, wie man mit sowas halt umgeht. Ich mache es dann halt so, wenn es passiert, das ist ganz normal, das ist menschlich, jeder macht mal Fehler. Und dann sage ich, dass ich raus bin, weil wenn ich dann einfach irgendwas vorlese, ist es ja auch falsch. Und dann kann der Fahrer sich quasi darauf nicht mehr verlassen und verfährt sich. Und wenn es bei uns so ist, dann sage ich, dass ich raus bin. Der Fahrer diktiert wieder weiter, also fährt dann ein bisschen mehr auf sich, diktiert wieder weiter und dann komme ich irgendwann wieder in den Schrieb rein. Okay, jetzt bist du ja ein Mädchen, eine Frau. Jetzt sagen wir ja, Motorsport ist ja Männersache, aber immer mehr Frauen sind Beifahrer, sogar Fahrerinnen, ja. Genau, ja. Wie ist denn das bei dir gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das? Also bei mir war es so, mein Papa ist früher schon Rallye gefahren, war schon immer Motorsport fanatisch, sage ich mal. Mein Bruder ist dann auch zum Rallye-Sport gekommen. Ich habe früher im Kart gesessen, bin dann über Kartslalom zum Pkw-Slalom, bin auch selber Pkw-Slalom dann gefahren. Wollte auch immer selber Rallye fahren, dafür war das Geld aber nie da. Und deswegen bin ich dann bei meinem Bruder als Beifahrer mitgefahren, bin dann in die Schiene reingerutscht und habe es jetzt soweit da in die Schiene reingebracht, dass ich letztes Jahr auch Europameisterschaft schon gefahren bin und ja, mich da immer weiter steigere. Ja, und ihr beide, ihr seid jetzt wie zusammengekommen, der Max und du? Wir haben uns auch einfach klassisch durchs Rallyefahren halt kennengelernt im Servicepark während den Rallyes und haben uns da auch gut verstanden, sind auch zu Freunden geworden und jetzt sind wir letztes Jahr schon 2 Läufe zusammen gefahren und haben jetzt gesagt, dann starten wir jetzt in der Saison zusammen. Ja, eine ganz große Last lastet auf dir. Wie ist dein Name? Lina Meter. Lina Meter? Genau. Cooler Name, ja. Der fehlt hier, der steht hier gar nicht drauf. Genau. Der kommt noch. Der kommt noch, auf jeden Fall kommt der noch, ja. Weil er halt jetzt in die letzte Rallye ist er mit seinem Bruder gefahren und da hatten wir jetzt noch keinen neuen Aufkleber dafür. Ja, ist ja nicht so schlimm. Hier ist der wichtigste Aufkleber von allen, Ed Saarland, der ist drauf. Genau, richtig. Nee, es macht Spaß. Wir sponsern das ja auch so ein kleines bisschen. Was ist denn das für ein Auto? Du weißt das, oder? Ist ein Honda Civic Type R, genau. Ist der gut? Der ist ganz gut, der ist ziemlich flott und damit können wir hier in der saarländischen Meisterschaft und in dem HJS DRC Cup auf jeden Fall gut vorne mitfahren. Vierrad? Nee, Frontantrieb. Sauger? Sauger, ja. Ja, das heißt, er dreht hoch. Genau, er schreit, wie man so schön im Rallye-Sport sagt. Und das tut ihm auch nicht weh, wenn er schreit, oder doch? Das braucht er. Okay, das heißt, er entwickelt die Leistung über die Drehzahl? Genau, richtig, ja. Wenn du kurz aufmachst und dann gehen wir mal so langsam mal durch, was da alles so drin ist. Du kennst dich ja bestens aus. Du bist auch selbst schon mal gefahren, das Auto? Nee, leider noch nicht. Das kommt vielleicht mal. Eventuell. So, hier vorne ist ein Getriebe. Das ist jetzt sequenziell? Nee, das ist mit einer Schaltwegsverkürzung, aber noch nicht sequenziell. Okay, das heißt, da ist eine Sperre drin, so ein Rückwärtsgang oder wie? Genau, ja. So, das habe ich alles eben schon gelernt. Das haben mir die anderen schon mal so ein bisschen erklärt. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Flugzeug hier drin, oder? Ja, kann man so sagen. Also es ist nicht mehr so ganz wie im normalen Straßenauto. Hier vorne sind so ein paar Sachen. Das kenne ich aus dem Internet. Das ist ein ganz normales Zeitmessgerät mit Temperatur, nehme ich an. Nichts Besonderes. Genau, das ist einfach eine Uhr, dass man auch weiß, weil im Rallye-Sport muss man ja immer pünktlich sein, dass man da auch auf der pünktlichen Zeit ankommt. Und rechts daneben ist ein Tripmaster, der berechnet die Kilometer, die man gefahren ist, sodass man im Bordbuch, wenn man jetzt sieht, okay, es dauert noch 2 Kilometer bis zum nächsten Abzweig und das nicht so richtig einschätzen kann, dass man das dann einfach darüber halt quasi abmessen kann. So, das ist das Lenkrad. Da rechts daneben ist so eine kleine Bremse. Ist das die Handbremse? Was meinst du jetzt genau? Hier, da, das rote da auf der rechten Seite neben der Schaltung? Das rote, ja genau, das ist die Handbremse. Aber warum ist die so groß? Die ist direkt neben der Schaltung, dass man halt direkt, wenn man im ersten Gang ist und eine Spitzkehre fährt, direkt an der Handbremse ziehen kann. Und damit dann auch driften kann und besser um die spitzen Ecken kommt. Echt, ihr driftet damit? Ja, klar. Klar. Also ich bin jetzt nicht so der ganz, ganz große Rallye-Spezialist, nämlich ich habe überhaupt keine Ahnung, aber das hilft mir natürlich unglaublich. Alles ist hier auf Leichtbau getrimmt, das heißt sogar unten da die Fußauflage aus Alu, oder ist es? Genau, also aus welchem Material die jetzt ist, kann ich gar nicht genau sagen, ich gehe mal davon aus. Sieht aber scharf aus, oder? Sie ist halt sehr wichtig für mich oder für allgemein die Beifahrer, dass sie halt einen festen Stand haben. Mhm. Und auch gerade wenn es zu einem Aufprall oder sowas kommt, halt da nicht in der Luft hängen, sondern sich da auch abstützen können. Ich habe eine ganz große Bitte. Ja. Ich nehme an, ihr habt das mitgefilmt, oder? Teile davon. Leider nicht, die GoPro liegt zu Hause. Zu Hause, schade. Aber ihr habt doch bestimmt irgendwas, was ihr schon mal mitgefilmt habt, was ihr mir mal schicken könnt. Das hat der Max bestimmt, dass wir das mal einblenden können, genau. Mal zeigen können, wie schnell es ist. Kriegt man die Geschwindigkeit denn mit, wenn man drin ist, überhaupt noch? Im Auto auf jeden Fall.
Ja, wenn man im Auto sitzt, auf jeden Fall. Auf Onboards kommt das auch ganz gut rüber, denke ich. Und ja, ich denke, jeder, der mal an so einem Testtag oder beim Pro-Win Race Day zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, auch mal dabei zu sitzen, einfach mal so mitzufahren, auch wenn man jetzt das ganze Equipment zum Beispiel nicht hat. Und jeder, der da mal mitgefahren ist, der weiß, wie sich das anfühlt und mag es. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt in Europapark bin und fahre zum ersten Mal da irgend so eine ganz große Achterbahn, ja, dann ist es das erste Mal ziemlich, ich sag mal, unglaublich aufregend und beim zweiten und dritten Mal wird es immer weniger. Ist das bei dir oder ist anders, oder? Ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich denke, für einen Außenstehenden kann man es vergleichen mit Achterbahnfahren. Bei mir ist es halt so, es kommt immer ganz aufs Auto an. Ein neues Auto bedeutet auch wieder neue Emotionen und jede Strecke ist anders. Von daher wird das eigentlich nie langweilig. So, hier ist der Max. Es gibt was zu essen, denn ihr habt nämlich das wichtigste Instrument. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir haben noch 9 Minuten auf dem Chip, aber ich könnte noch ein bisschen was löschen. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was es im Saarland gibt, ja, der Schwenker. Ja, der Grill. Ohne Mampf kein Kampf. Schwenker wäre jetzt zu übertrieben gewesen, aber ja, mein Gott. Die Verpflegung muss gewährleistet sein. Ohne Mampf kein Kampf. Und hier ist der Mann, der auch den Grill bedient, das habe ich eben noch gesehen, aber er hat noch mehr Aufgaben, oder? Ja, der Papa der Beifahrerin ist... Das ist der Papa der Beifahrerin. Steht quasi über allem. Genau. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass deine Tochter jetzt Beifahrerin ist. Du hast sie relativ früh in den Rallye-Sport gezogen. Ach Gott, ja. Sie hat's, also im Blut hat sie es mitgekriegt. Ich hatte ja 81 auch so was mal angefangen, aus finanziellen Gründen aufgehört. Und da haben die Tochter und der Sohn hat das alles mitgekriegt. Bisschen vererbt. Und jetzt ist das Gas kommt nur aus dem Grill bei dir, oder wie? Ah ja, nee, ich fahre auch noch ziemlich flott, aber das ist im Moment halt nicht machbar. Okay, aber das ist auch eine wichtige Aufgabe, denn die Verpflegung ist wichtig. Ja, ihr selbst, das ist jetzt hier relativ nah hier in Deutelbach, das heißt, ihr konntet mal eben so hinfahren. Das ist nicht immer so, oder? Nee, das ist, weiß Gott, nicht immer so. Also Deutsche Meisterschaft bin ich ja jetzt 3 Jahre gefahren oder 2,5 Jahre. Da hast du schon dann Anreise von 500, 600 oder mehr oder 500, 600 oder mehr Kilometer. Ja. Ja, ist dann halt. Habt ihr ein Wohnmobil dabei dann? Oder? Meistens haben wir irgendwo Ferienwohnung und sind dann halt mit unserem Bus und Hänger und allem Material sind wir dann unterwegs. So, ich zeig das mal gerade. Das ist der Bus. Eines der wichtigsten Teile, denn er transportiert unglaublich viel Wasser. Jetzt geht's noch. Im Winter drehen wir ja gerade hier im Februar, aber im Sommer, da kann es schon mal heiß werden, ne? Ja, im Sommer, also wir sind 2018 im Opel Cup gefahren, die Wartburg Rallye bei 35 Grad. Ja, noch mehr war es. Da ist dann trinken und auch mal nicht nur Wasser, sondern auch irgendwas mit bisschen Vitamine und Magnesium und sowas drin. Ja. Das ist dann schon unheimlich wichtig. Ja, ihr seid natürlich verantwortungsvoll. Abends mal ein Urpilz, geht das? Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee. Okay. Also es ist natürlich immer noch, es ist zwar Sport und wir sind ehrgeizig und alles, aber es ist immer noch ein Hobby und dann darf es auch mal Spaß machen und dann sind wir auch am Abend nach der Rallye oder so, da sagt, glaube ich, die wenigsten der Leute, die hier sind, die wenigsten Fahrer sagen da Nein zum... Ja, man muss am nächsten Tag fit sein und fertig, ja. Das ist ein Type R, was ist das für einer ganz genau? Ein Honda Civic Type R, Modellreihe EP3, ist 2002er Baujahr, 2 Liter Saugmotor. Ja, das ist wohl, kann man glaube ich so sagen, dass Honda da der beste Vierzylindermotor, den es wohl jemals gab oder einer der besten, ist halt unheimlich vielseitig die Leistung zu steigern oder zu tunen. Das ist halt bei dem Auto unheimlich vielseitig, kann man sehr viel machen. Es gibt viele Beispiel, was kann man machen? Beim Motor speziell, es gibt viele verschiedene Hersteller für Kolben, Nockenwellen, Pleuel und so weiter und so weiter. Also man kann eigentlich ziemlich viel für das Auto dann kaufen und muss es halt dann dementsprechend gut zusammensetzen und dann kann man schon einiges an Leistung rausholen. Was ist deine Aufgabe im normalen Leben, wenn du mal gerade nicht Rallye fährst? Was machst du? Ich bin bei meinem Papa und meinem Onkel im Betrieb. Da haben wir auch eine Motorsportabteilung. Und da bin ich jetzt mittlerweile hier zuständig für Vorbereitungen von Rennfahrzeugen, auch Kundenautos, das Auto von meinem Papa, von meinem Onkel. Ja, und auch Neuaufbau von Rennfahrzeugen, wo wir wirklich von Karosse an
Rohkarosse an aufbauen. So, du bist wahrscheinlich nicht hierher gefahren mit dem Auto, der kam auf dem Hänger, oder? Ja, genau. Also man könnte es schon machen, mit dem Auto auf Achse hinfahren, aber es ist halt sehr unkomfortabel, sagen wir es mal so. Ja, da vorne ist die Möglichkeit, das abzuschließen. Ich nehme an, es ist auf, wenn du mal kurz öffnest, dass wir mal reingucken können. Geht das? Ja, dann... Darf man nicht. Ja, sagen wir mal so, wir halten sie lieber zu. Dass man nicht mal. Das hat jetzt auch Gründe, es gibt Wettbewerb, richtig? Ja, gibt schon Wettbewerb und naja, sagen wir mal, wir müssen nicht alles verraten. Genau, so ist es. Nee, das respektiere ich auch. Wir durften bei ganz vielen mal unter die Haube gucken, die hatten aber dann so Serienautos. Viele fahren auch nur dem Spaß wegen. Die haben gesagt, sie fahren gar nicht, nehmen gar nicht an entsprechenden Meisterschaften teil. Das ist bei dir anders, oder? Ja, wir sind schon, also es muss natürlich, der Spaß ist ganz wichtig, ganz klar. Aber sportlicher Wettbewerb macht halt auch immer Spaß und deswegen sind wir da schon dieses Jahr jetzt im DMSB Rallye Cup unterwegs. So, dann zeige ich dich mal ganz kurz. Max Schumann, ja, das Thema Sponsoring ist wichtig, aber ich nehme an, das meiste bezahlt ihr selber, oder? Ja, steckt schon viel Eigenleistung dahinter, klar, aber ohne Sponsoren würde es nicht gehen. Ja, vielen Dank dann erstmal an ProWin, die sind hier drauf. Wenn du mal kurz ein paar Sponsoren erwähnst. Ja, dann haben wir, kann man sagen, den Hauptsponsor ist die Firma Langewiesche Fleischwaren aus Unna. Eigentlich Bekannte auch aus dem Rundstreckensport und so hat das dann irgendwann mal angefangen. Die neue Welt Automobile ist quasi, mit denen arbeiten wir zusammen, wenn es um Gebrauchtwagen geht, vom Autohaus, vom Papa her. Okay. Ja. Und natürlich Schumann, der Name selbst, er macht natürlich in der Familie noch Hyundai, muss man sagen. Ja, sind wir eigentlich hauptberuflich Hyundai Autohaus und das mit dem Motorsport ist Zubrot mehr oder weniger. Die Gewichtsverteilung, ist die gut hier bei dem Auto? Ist halt beim Frontantriebauto immer schwierig. Du hast halt Motor, Getriebe, Antriebsstrang, alles vorne und hinten eigentlich fast nichts. Oder kommt halt auf die Spritmenge an, aber normalerweise ist so ein Auto eher frontlastig, ja. Spritmenge, wie viel ist da drin? Vollgetankt 55 Liter. 55 Liter. Und das ist auch immer voll, wenn ihr losfahrt, nehme ich an, ne? Ja, kommt auf die zurückzulegende Strecke an. Also wir schauen natürlich schon, dass wir nicht unnötig 20 Liter Benzin, sprich 15 Kilo durch die Gegend fahren. Ja, auch wir sind Sponsor. Kleiner Sponsor eigentlich nur, aber klein und fein. Da hinten ist so ein kleiner roter Pfeil dran. Was kann der? Der ist Vorschrift, der zeigt dem Streckenposten, der eventuell das Auto abschleppen müsste, zeigt er an, wo er ansetzen kann. Ab und zu hat man Pech, da fliegt man ab, muss man sagen. Das passiert schon mal, aber da muss man wieder aufstehen, oder? Ja, das gehört halt dazu. Wenn du am Limit oder nah am Limit unterwegs bist, dann macht man auch mal was falsch. Das ist ganz klar. Das passiert auch den Profis und WM-Fahrern. Aber dann, eigentlich meine Herangehensweise ist dann immer analysieren, was man falsch gemacht hat. Dann so schnell wie es geht wieder ins Auto und fahren und dann kommt das Vertrauen eigentlich von alleine wieder. Genau, das heißt direkt wieder aufstehen, wie beim Skifahren, wenn man gestürzt ist, gleich wieder losfahren, wenn es dann noch geht. Ja, genau. Super. Max Schumann, er fährt jetzt in welcher Rallye fährst du, in welcher Liga? Wir haben jetzt dieses Jahr den HJS DRC, also DMSB Rallye Cup, anvisiert. Das kann man so als die zweite Bundesliga ansehen. Ja, vielen Dank und viel Erfolg dann noch live live nicht mehr, aber aus Deuselbach in der Nähe von Thalfang aus Rheinland-Pfalz. Ja, tschüss. Danke, tschüss.